Hallo, meine liebe Stickliebende. Schön, dass du wieder hier bist und mit mir bist und mir heute wieder über die Schulter schauen magst. Heute möchte ich ein Tutorial für euch machen, wie ihr ein Grime Guard näht. Das ist diese Stoffhülle, die ihr euch über euren Q-Snap spannen könnt. Das ist mein guter Freund, der Q-Snap. Ich liebe ihn. Ja, das dient zum Schutz für alle, die vielleicht den Rahmen in der Hand halten. Ist das natürlich nicht so schön, wenn man hier auf Plastik das Ganze halten muss. Ist halt eben nicht so griffig. Dann nimmt man diesen wunderschönen Grime Guard als Schutz für die Griffigkeit. Und es dient auch dazu, wenn ihr wie ich, hier habe ich ein sehr großes Bild, wo ich den Stoff an den Rändern auch zusammengerollt habe. Und da dient der Stoff auch ein bisschen zum Halten. Da das Bild sehr groß ist, habe ich hier auch meine Klemmen zur Hilfe dann zusätzlich mitgenommen. Und sowas möchte ich heute mit euch nähen. Das ist meine Lieblingsgröße. Das ist hier 27 mal 42 ist dieser Rahmen groß. Und für genau diese Größe werden wir auch den Grime Guard nähen. Ja, Leute. Ich werde alle Informationen bezüglich der Größen, denn es gibt ja auch verschiedene Rahmen, im Anschluss einblenden. Da könnt ihr euch das alles abschreiben. Und falls es irgendwelche Dinge gibt, die ich euch hier im Video zeige und die euch interessieren und die mir auch natürlich einfallen, dass ich sie dann unten in die Infobox schreibe. Und falls ihr das eine oder andere euch interessiert, könnt ihr mir das auch gerne in den Kommentaren hinterlassen. Falls mir das nicht entgeht, werde ich auch darauf reagieren. Ja, dann lasst uns mal loslegen. Da ich mit einem Inch-Lineal arbeite, werde ich jetzt auch die Inchmaße nennen. Falls ihr denkt, oh, wie viel ist denn das, da könnt ihr ja bei Google euch das umrechnen lassen. Und falls ich daran denke, kann ich das auch mit einspeisen als Info in das Video. Also, ich brauche jetzt eine gesamte Stoffbahn von 58 Inch. Das sind dann so viele Zentimeter. Ich gucke mir das bei Google an und blende es euch ein. Ja, also 58 Inch schneide ich mir jetzt zu. Und das mache ich dann mit meinem Rollschneider. Denn dafür ist das am besten geeignet. Mit der Schere, das wäre eine Qual, denke ich. Aber falls man wirklich keinen Rollschneider zur Hand hat und nicht gerade die Nähutensilien zu Hause hat, dann möchte ich mal sagen, spricht auch nichts gegen eine scharfe Schere. So. Ich habe richtig Respekt vor diesem Rollschneider, weil der ist ganz schön scharf. Also wenn ich mir damit in den Finger rollen würde, aua, würde ich sagen. Na, da hängt noch ein Fitzelchen. Na, was ist denn das hier? Jetzt habe ich dich. Ich ziehe es mal ein bisschen runter, damit ich hier das besser schneiden kann.
drehe es mir jetzt mal so. Der Stoff hat übrigens eine Breite von 6,5 Inch. Ich habe einige Tutorials gesehen, da haben die Damen ihn immer nur auf 6 Inch breit geschnitten. Aber das mache ich nicht. Ich nutze die volle Breite des Lineals. Und da kann ich dann auch mehr Stoff später drunter verstecken. Und ich kann auch ein bisschen beim Umschlagen später, hier am Rand, werde ich den Stoff nämlich einknicken. Da kann ich dann auch ein bisschen großzügiger sein. Also deshalb mache ich meine Breite in 6,5 Inch. Da dieser Stoff keine 58 Inch haben wird, wenn ich den aufklappe. Ich habe nämlich hier 2 Stoffe übereinander gelegt. Also es sind ungefähr nur 50 Inch. Ich werde mir noch ein Stück dazu schneiden und dann werde ich das hier noch annähen, damit ich dann wirklich 58 Inch Länge Stoff habe. Ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine. So, ich schneide hier jetzt gerade mein zweites Stück zurecht. Das, wo ich das noch an das andere annähen werde, damit es halt eben länger wird. Und was ich euch sagen wollte, ganz wichtig, wenn ihr mit so einem Rollschneider hantiert, denkt immer bitte dran, sobald ihr ihn weglegt, dass ihr ihn vorher sichert, weil das Ding ist wirklich hochgradig scharf. Also damit ist nicht zu spaßen. Immer schön dran denken, immer schön sichern, ja? Okay. Und achtet bitte auch darauf, wenn ihr euch eure Stoffe zusammennehmt, dass ihr vorher darauf achtet, dass es auch in die gleiche Richtung mit den Mustern schaut. Jetzt sind zwar die Blüten nicht auf gleicher Höhe, aber ihr seht ja, dass hier die Blüten in die gleiche Richtung schauen. Und ich denke, das ist schon wichtig. So, ich schneide jetzt diesen Rand hier weg. Ich lege mein Lineal auch noch mal am Rand richtig auf, damit ich hier nicht so einen schiefen Schnitt reinmache. Hier oben ist es jetzt bündig. Jetzt die Seiten zusammenlegen, bevor ich es gleich zusammennähe. Ich lege mir dann schon mal so ein Stoffstückchen hier mit rein. Das wissen wahrscheinlich die meisten Näherinnen auch. Damit die Naht dann hier geschmeidig
auf den Stoff übertragen wird. Dann lasst uns mal loslegen. Ich nehme ungefähr 1 Zentimeter Rand, würde ich mal sagen, oder einen halben. Ich gehe mal hier genau am Rand und das sollte mir reichen. So, dann lege ich jetzt mal los. Na. Fingershow. Das Stück Stoff lege ich dann auch noch mal zum Ende hin. So, einmal abschneiden. So, das war es erstmal jetzt hier an der Nähmaschine. Und dann geht es jetzt weiter. Jetzt muss ich nämlich die Ränder umbügeln und die Naht auch bügeln, damit die schön flach ist. Ich zeige euch das gleich mal. Bis gleich. Da ich ja jetzt einen großen Grime Guard nähe, habe ich jetzt die 2 Stücke zusammengenäht. Die Schritte habt ihr ja verfolgt. Hätte ich jetzt einen kleineren Grime Guard, dann hätte ich diese Naht nicht, wenn euch der Stoff lang genug wäre und ihr es nicht zusammennähen müsstet. Also, jetzt wird die Naht hier erstmal glatt gebügelt, weil ich da später drüber nähen werde. Das ist schon wichtig. Kann man auch mit dem Finger vielleicht glatt ziehen, aber bügeln wäre die bessere Alternative. Ich brauche das Bügeleisen auch noch, weil ich jetzt auch die Ränder bügeln werde. Und zwar werde ich jetzt diese beiden Seiten etwa 1,5 Zentimeter, würde ich mal sagen, 1 bis 1,5. Ich mache das rein nach Gefühl. Ich habe das noch nie nachgemessen. Aber ich habe ja, wie ich vorhin schon auch erwähnt habe, die Videos, in denen ich das gesehen habe, die haben immer nur 6 cm Inch Breite gehabt. Und ich nehme 6,5 Zentimeter und schlage das nur einmal um. In den Videos, in denen ich das auch noch gesehen habe, haben das viele zweimal umgeschlagen, aber ich denke, das tut nicht Not. Falls man Angst hat, dass hier die Ränder ausfransen, da gibt es, das nennt sich Fransenstopp, das ist von Prim. Das schmiert man sich hier auf den Rand drauf und da franzt dann später auch nichts mehr aus. Aber ich habe auch keine Probleme mit dem Ausfransen. Wenn sich da mal 2, 3 Fädchen lösen, dann schneide ich die ab und gut ist. Und da wir jetzt hier für den Hausgebrauch das machen, finde ich diese Art mit nur einmal umschlagen, die reicht völlig aus. Jetzt werde ich nämlich die ganzen Ränder hier bis nach unten hin durchgehend bügeln und hier oben werde ich das genauso tun. Ich deute euch das jetzt einmal an, aber das Ganze werde ich insgesamt dann alleine machen. Schön flach bügeln, finde ich wichtig.
So, das mache ich jetzt an beiden Rändern und später zeige ich euch den weiteren Verlauf. Falls ihr euch fragt, wie ihr hier an der Nahtstelle das nähen sollt, ist es ja flach gebügelt und ihr nehmt das einfach so mit am Rand. Einfach so mitbügeln. Okay? So, jetzt habe ich beide Ränder umgebügelt. An dieser Seite und hier auch. Und jetzt gehe ich nochmal insgesamt nochmal drüber. So. Jetzt werde ich mich wieder an die Nähmaschine setzen, weil ich jetzt diese beiden Seiten zusammennähen werde. Dafür wird das dann hier Rücken an Rücken zusammengelegt und dafür müsst ihr euch an der Nahtstelle hier vorne an der Schnittstelle, das was ihr gerade umgebügelt habt, nur am Rand macht ihr hier wieder gerade und das Ganze wird jetzt an der Nähmaschine zusammengenäht. Nicht vergessen, ihr müsst das hier an dieser Stelle wieder aufklappen. Ich mache mich gleich wieder an die Nähmaschine. So, das nähe ich jetzt hier zusammen und vergesst nicht, die beiden Rückseiten schauen nach außen. Und die richtigen Seiten, die schauen sich innen an. Die knutschen sich quasi. Okay, also los geht's. Na, Füßchen runter ist natürlich vom Vorteil. So. Ich sehe gerade, dass ich vergessen habe, meine Nadel in die Mitte zu stellen. Die ist jetzt ganz außen, aber naja, ist kein Weltuntergang. Ich nähe es ja zusammen, falls euch das irritiert, warum die Nadel nicht in der Mitte steht. Ich habe hier so ein Füßchen, was viel Platz erlaubt und ich habe es einfach vergessen, in die Mitte zu stellen. Aber wie gesagt, das ist unwichtig bei der Tätigkeit, die ich gerade euch zeige. Lasst euch da nicht irritieren, bitte. So, das war's dann hier erstmal. Und wir machen weiter. So, das ist jetzt die Stelle, an der ich eben an der Nähmaschine beide Teile zusammengenäht habe. Und wir gehen da auch noch mal mit dem Bügeleisen drüber, damit das schön flach wird.
Und ich werde jetzt noch einmal rundherum, das legt sich zwar schon so, aber ich werde da jetzt noch mal explizit über die Ränder in eingeknickter Form noch mal drüber bügeln, rundherum. Hier mache ich das auch noch mal so, weil hier ist ja jetzt ein bisschen mehr Stoff und hier ist es ein bisschen widerspenstiger, nur ein bisschen. So. Hier ist eigentlich nicht mehr groß Arbeit, weil wir haben ja eben schon den ganzen Rand umgebügelt. Aber wir gehen da jetzt noch mal explizit drüber. Ich vermute, dass mein Tutorial länger wird. Oh Gott, ich klinge ja gerade wie ein Amerikaner. Länger. Ich denke, dass mein Tutorial länger wird, aber ich möchte es genau zeigen, damit ihr da Schritt für Schritt wisst, was ihr zu tun habt. Gleich werde ich an der Nähmaschine innen und außen hier rundherum eine Naht steppen. Das Umgenähte wird dann zu einem Tunnel, wo ich dann später das Gummi durchziehen werde. Ja. Wieder bis gleich an der Nähmaschine. Auch sei der Wichtigkeitshalber erwähnt, dass ihr darauf achten solltet, wie weit ihr eure Naht steppt. Je nach dem Gummi, was ihr zur Hand habt. Wenn ihr jetzt ganz nah am Rand und nur wenig Platz lassen würdet und ein breites Gummi habt, dann ist es natürlich schlecht. Also achtet auch darauf, ja? So, jetzt werde ich beide Ränder umnähen und es ist ganz wichtig, dass ihr darauf achtet. Angenommen, oder ich starte jetzt hier meinen Stich, dann ist es wichtig, dass ihr, wenn ihr eine Runde rum seid, dass ihr ungefähr hier aufhört zu nähen, weil hier wird dann das Gummi reingesteckt und wenn ihr euch das Ganze rundherum zunähen würdet, ja, wo soll denn dann das Gummi rein? Also bitte achtet darauf. Es ist nicht wichtig, ob es in diesem Bereich ist. Hauptsache, wenn ihr einmal das Ganze umrundet, eine Öffnung, die ihr euch lasst, ja? Gut, dann lege ich jetzt los mit dem Nähen. So, jetzt habe ich meine Nadel auf die Mitte gestellt und lege jetzt mal los. Füßchen runter und los geht's. An dieser Stelle mache ich gerne noch mal einen Rückstich, so ein bisschen. Müsst ihr aber nicht, das ist nur eine eigene Sache von mir. Ich mache das gerne so. Ihr könnt auch einfach drüber hinweg nähen. So, da braucht ihr mich jetzt nicht die ganze Zeit begleiten. Ihr wisst ja jetzt, was zu tun ist. Einmal rundherum sticken und nicht vergessen, dass ihr eine Öffnung fürs Gummi lasst. Da gehen wir dann nämlich später mit dem Gummi und einer Sicherheitsnadel durch, damit wir das Gummi dann durchziehen. Okay, ich mache jetzt weiter. Bis gleich. Wie ihr hier jetzt sehen könnt, bin ich einmal eine Runde rum und habe die besagte Öffnung hier gelassen für Sicherheitsnadel und Gummi, damit ich eine Öffnung habe, wo ich
das reinschieben kann. So, ich habe mir jetzt 2 Gummibänder mit 30 Inch je zurechtgeschnitten. Auf der Schneidematte, auf der ich arbeite, habe ich auf einer Seite Inch, das ist diese Seite. Die geht bis 36 Inch, also da habe ich das Gummi ausgemessen. Und auf der Rückseite hätte ich dann die Zentimeter Einteilung. Also die Matte ist eine feine Sache, finde ich. Also falls es die noch gibt und ich dran denke, werde ich euch das auch unten in der Infobox verlinken. So, und jetzt mache ich an meinen Gummi eine Sicherheitsnadel dran. Ich gehe da so zweimal durch, weil ich Angst habe, dass die sich mitten beim Einfädeln innen rauslöst. So. Und dann werden wir dieses an der Öffnung, ist die hier? Ja, hier ist die Öffnung. Da werden wir das Ganze jetzt durchziehen. Habt auch hinten ein Auge drauf, dass das Gummi nicht mit reinflutscht. Also wenn ihr schon sehr weit seid, dann haltet am Ende so ein bisschen das Gummi auch noch mit fest. Mit der Sicherheitsnadel. Und dadurch, dass mein Tunnel nicht so sehr eng genäht ist, geht das hier ziemlich gut durch. Gleich könnte es eine hakelige Stelle geben, wo ich da die Stoffe zusammengenäht habe. Manchmal hakt der da ein bisschen seit in der Ecke. Moment, ich halte es jetzt schon mal fest, nicht, dass mir das abrauscht. Da könnte das ein bisschen friemelig werden. Ich komme gleich zu der Stelle. Oder das ist ein positiver Vorführeffekt und wir flutschen da einfach an der Ecke rüber. Bin mal gespannt. In der Regel bleibt das immer da ein bisschen bei mir hängen, so dass ich da ein bisschen ruhiger versuche, da rüber zu kommen. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Wahrscheinlich, weil da halt ein bisschen genäht wurde. So, jetzt kommt die besagte Stelle. Jetzt bin ich mal gespannt. Die Stelle haben wir übrigens zweimal. Siehst du, sage ich doch. Hier hängt es jetzt ein bisschen. Also ihr habt ihr nichts zugenäht, nicht, dass ihr denkt, was ist denn jetzt hier los? Das ist so. Ich mache mal jetzt hier einen Stopp und fummel mich da durch und dann sehen wir uns gleich wieder. So, die erste Hürde wäre geschafft, da bin ich jetzt durch. Erstmal und weiter geht's. Das ist das Ende, was ich hier halte. Wie viel haben wir denn noch? Ich mache mal ohne Kamera weiter. So, jetzt habe ich es geschafft, einmal das Gummi hier durchzuziehen. Juhu, da ist es. Und jetzt werde ich diese beiden Enden zusammennähen. Eigentlich kann man das auch an der Nähmaschine machen,
Aber mir ist das leider zu tricky und zu fummelig. Ich habe immer Angst, dass mir das Gummi abhaut und das Rumgeziehe und Rumgezerre da an der Maschine. Das mag ich nicht und deswegen nähe ich das ganz simpel jetzt mit einer Nähnadel zusammen. Ich habe mir hier am Ende schon ein Knötchen reingemacht. Ganz simpel hier einfach so schön festnähen. So. Da braucht nichts Sauberes an Stichen zu entstehen, weil das sieht ja kein Mensch mehr. Das verschwindet ja gleich im Inneren. Oh, macht er. Das ist übrigens das Perlenstickgarn. In der Nummer 60. Nee, Quatsch, 100. Oh, muss der sich denn hier immer verheddern? Nee. So, ich mache mal ohne euch weiter, bis ich das hier richtig vernäht habe. So, das Gummi habe ich jetzt an dem Ende hier schön festgenäht und jetzt richten wir uns das hier schön ein. So. Yeah. Sieht doch sexy aus. Okay. Und jetzt ist auf dieser Seite der letzte Arbeitsschritt. Ich nähe jetzt wieder an der Nähmaschine die offene Seite zu. Und diesen Arbeitsschritt, den mache ich auf dieser Seite mit dem Gummi und dem Gummi zusammennähen und das Loch dann per Nähmaschine zunähen. Das müsst ihr auf der anderen Seite genauso auch machen. Aber jetzt nähen wir dieses Stück an der Nähmaschine zu. So, und jetzt haben wir quasi unseren allerletzten Schritt. Denn das Ganze, was ich euch auf der einen Seite gezeigt habe, das macht ihr ja auch auf der anderen Seite. Und wenn ihr dann die Öffnung zugenäht habt und das Gummi ist drinne, dann ist euer Grime Guard fertig. Da ja jetzt hier ein Gummi drin ist und wenn ich das so lassen würde, dann zieht sich das hier zusammen. Ich ziehe das mit den Händen schön auseinander an dieser offenen Stelle und gehe da jetzt nochmal mit der Nähmaschine drüber. So. Ich mache hier auch noch einen Rückstich. Ich bin immer so, sicher ist sicher. Wie gesagt, das tut für euch nicht Not, aber ich mache das eben gerne. So.
dann hättet ihr euch selber so einen feinen Greimgard gezaubert. Ich zeige euch, wenn ich auf der anderen Seite auch selber fertig bin, das ganze Ergebnis nochmal ganz am Ende. Bis gleich, ne? So, jetzt habe ich auch die zweite Seite verarbeitet, wie ich es euch in meinem Video gezeigt habe. Und mein wunderschöner Greimgard ist jetzt fertig. Und ich zeige euch mal, das ist jetzt mein 27 x 42 cm Q-Snap. Und da machen wir das jetzt drauf. Und so wunderschön sieht das dann aus. Man könnte sich natürlich diesen Q-Snap, diesen Greimgard auch für die Stickrahmen, für diese runden Stickrahmen nähen. Da sind mir aber die Maße nicht bekannt, weil ich die Stickrahmen, die runden, alle bei mir aussortiert habe, nachdem ich den Q-Snap kennengelernt habe. Waren die anderen Dinger für mich Geschichte. Meine eigene Vorliebe, von der ich da gerade spreche. Also soll sich keiner bitte irgendwie angegriffen oder ähnliches fühlen. Wäre ja ein bisschen Quatsch, ne? Ja, also wie gesagt, wenn ihr für die Runden welche sticken wollt, da gibt es bestimmt in den Weiten von Google irgendeine Information, wie da die Maße sein müssen. Meine Maße habe ich ja zum Anfang des Videos euch eingeblendet. Und dann müsst ihr das halt eben so umsetzen, wie es für euch selber passt. Ja, dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Und falls dem so ist, würde ich mich sehr über ein Däumchen, ein wertschätzendes Däumchen, war ja auch ein bisschen Arbeit, das Ganze hier auf Video festhalten zu müssen. Ich hoffe, ihr seht das auch so. Ja, also wie gesagt, würde mich über ein Däumchen freuen. Ohne Däumchen ist die ganze Mühe ein Schäumchen, sag ich mal so. Ja, lasst euch nicht das Licht klauen. Und dann sage ich, passt auf euch auf, okay? Dann bis denne. Bye, bye. Ciao, ciao. Tschüss.